Servus, ich bin's, der Philipp aus dem Pomade-Shop und heute zeige ich euch was von Reuzel und wie ihr seht, viele Tonics, viele Sprays und was wir schon länger im Sortiment haben, aber noch nicht reviewed haben, ist das Clay Spray. Die anderen Tonics wollte ich euch dann auch mal irgendwann zeigen, zumindest was sie bei mir so können. Wollte jetzt aber mal mit dem Clay Spray anfangen und das Ganze in Kombination mit dem Reuzel Matte Texture Powder und einem Föhn. Genau, also meine Mission ist heute viel Volumen, so viel Volumen wie geht. Bei meinen doch recht feinen, dünnen Haaren ist es nichts drin, die sind auch trocken. Und dann schauen wir mal, was da so rauskommt. Genau, das Besondere bei dem Clay Spray ist, wie der Name schon sagt, Clay Spray, es ist flüssig zum Sprühen mit Sprühkopf und hat eben Tonerde mit drin. Also es ist recht ähnlich wie das Uppercut Clay Spray. Also man hat bei beiden ein Produkt, ein flüssiges Produkt, das recht einfach einzuarbeiten ist oder einzubringen ist, was hochgeföhnt werden kann, was aber auch als Standalone verwendet werden kann, um ein bisschen Halt zu kriegen. Und vor allem, zum Beispiel bei meinen Haaren, ist es halt sehr gut, um Volumen reinzubringen und das Ganze eben schön fluffig und eben matt zu machen. Ich fange einfach mal an, meine Haare sind trocken, ich versuche es jetzt mal so. Ehrlich gesagt, ich sprühe es mir lieber, weil der doch recht stark ist, der Sprüher. Und ich dann das Gefühl habe, dass es gleich irgendwo hinten im Regal landet, mache ich das jetzt mal so. Und man sieht vielleicht, es ist halt eine recht flüssige Masse und am Anfang ist sie weiß und dann, wenn man es verteilt, wird es durchsichtig. Ich arbeite mir das Ganze lieber so ein, um ehrlich zu sein, auch weil ich Schiss habe, dass ich mir das Hemd sonst versaue, wenn ich es irgendwo hinsprühe und ich weiß nicht, wie und ob es Flecken macht. Und das will ich jetzt auch nicht ausprobieren. Der Duft ist relativ unscheinbar. Also man riecht so ein bisschen eher was dezent Erdiges raus. Es hat so ein ganz, ja, es ist weder ein frischer Duft noch ein holziger Duft. Es scheint eher die Inhaltsstoffe zu sein, die riechen und der Rest halt dann eher neutral zu sein. Also kein besonderer Duft. Aber das ist ja auch bei solchen Produkten weniger das Ding, weil man sie ja meistens auch als Pre-Styler verwendet und dann eben noch was anderes draufschmiert. Und dann ist man ja ganz froh, wenn man nicht 5 verschiedene Düfte hat. So, der eine oder andere würde sagen, ich bin schon fertig. Vor- und Nachteil bei meinen geraden Haaren, sie sind relativ schnell gestylt. Und der Nachteil ist, ich kriege halt kaum Volumen rein. Aber das wollen wir jetzt ändern. Das war's. Also man sieht, es ist ein bisschen Volumen reingekommen. Das ist bei meinen Haaren immer ein bisschen schwierig tatsächlich. Ich habe jetzt bewusst ins trockene Haar eingearbeitet, um einfach das Ganze noch ein bisschen wuscheliger hinzukriegen. Also um die Haare nicht noch feucht zu halten. Meine feinen Haare, meine recht porösen feinen Haare halten einfach Feuchtigkeit sehr, sehr lange. Was gut ist bei Slickbacks, weil ich die teilweise mit einem öligen Hairtonic kann ich mir einfach einen Slickback machen und das hält den ganzen Tag. Da ist der Max immer ein bisschen neidisch. Der Nachteil ist, es dauert halt beim Föhn ewig und Volumen kann man halt mehr oder weniger vergessen. Deswegen für alle, die eine ähnliche Haarstruktur haben und feine Haare haben, funktioniert es tatsächlich auch bei trockenen Haaren ganz gut, dass ihr das eben einarbeitet, dann werden sie feucht genug, könnt dann das Ganze eben mit einer groben Bürste hochfüllen oder wie ich es zwischenzeitlich gemacht habe, auch mit den Fingern und bekommt dann eben dieses Grundvolumen hin. Das würde jetzt tatsächlich bei mir eine halbe Stunde halten, dann fällt alles wieder zusammen. Für all diejenigen, die trotzdem Volumen haben wollen bei einer ähnlichen Haarstruktur und das Ganze auch ein bisschen halten soll, kann ich dann noch zusätzlichen Haarpuder empfehlen. Also zum Beispiel das Reuzel Matte Texture Puder und das könnt ihr dann einfach noch oben drauf packen und man sieht, es ist halt ein Puder und das könnt ihr dann noch weiter drin verteilen in den Haaren. Und das gibt euch noch zusätzlich Volumen, zusätzliche Griffigkeit und vor allem das letzte bisschen Halt. Wenn das Ganze jetzt eben so bleiben soll
und auch weiterhin flexibel bleiben soll, dann würde ich euch empfehlen, das so tatsächlich zu lassen. Für all diejenigen, die wollen, dass es genau so aussieht und auch den ganzen Tag so bleibt, ihr müsst tatsächlich dann Haarspray verwenden. Also da kommt ihr nicht drum rum. Ihr könnt natürlich jetzt versuchen, mit einer festen wasserbasierten da drüber zu gehen, aber dann ist es natürlich wieder strähnig. Das funktioniert nicht. Und irgendwo müsst ihr halt die Grenze ziehen zwischen, es sieht locker aus, dann müsst ihr auch lockere Produkte verwenden, wie zum Beispiel die hier, oder eben angeslickt, dann könnt ihr eben feste wasserbasierte verwenden oder feste ölbasierte verwenden. Aber wenn ihr einen lockeren Halt haben wollt, der locker aussieht, aber fest hält, das funktioniert ohne Haarspray tatsächlich nicht. Und das machen die ganzen Friseure und Stylisten auch nicht anders. Also das wäre jetzt sozusagen das Pre-Styling mit dem Clayspray oder mit einem Hair Tonic, dann mit einem Haarpuder nochmal das letzte Volumen, die letzte Textur geben und dann eben mit Haarspray das Ganze fixieren. Sonst hält es euch einfach nicht. Und das muss man leider dazu sagen. Kommt natürlich immer auch ein bisschen auf die eigenen Haare an. Wenn ihr recht voluminöse Haare von Natur aus habt, könnte sein, dass es auch hält. Bei mir sieht man langsam, es fällt halt schon wieder in sich zusammen. Ich kann das Ganze jetzt dann immer wieder zwischenzeitlich über den Tag hinein mit den Fingern nachstylen. Könnten wir jetzt noch mehr Puder reinpacken, noch mehr Texture Powder reinpacken. Aber wenn ich wirklich will, dass das sicher hält den ganzen Tag, vor allem wenn man irgendwie viel umherläuft, wenn man jetzt irgendwie Koch ist oder sowas, kann man es vergessen, dann müsste man wirklich mit ordentlich Haarspray nacharbeiten. Wenn man irgendwie körperlich arbeitet, dann muss man das eben so fixieren, sonst hält es nicht. Ansonsten ist es eine wunderbare Kombi, um in platte Haare Volumen reinzubekommen, eben mit dem Clayspray, wenn man das Ganze wirklich komplett matt haben will. Die anderen Tonics, zum Beispiel das Grooming Tonic oder Surf Tonic, zeige ich euch in einem anderen Video mal. Das ist auch vor allem gut geeignet, um ein bisschen slicker hochzugehen oder ein bisschen gerade hochzugehen, gerade für diejenigen, die eine hohe Tolle haben wollen. Aber für alle, die ein lockeres, wuscheliges Strandmatte-Look haben wollen, ist die Kombi halt wunderbar, wie man sieht. Und auch mit den 2 Scheinwerfern ist es halt wirklich strohtrocken. Das war's von mir. Das war's zu den Reutzel-Produkten, gerade im Mattenbereich. Wenn ihr Fragen dazu habt, zu Pre-Stylern allgemein, zu Frisuren, wie ich sie hinkriege, bei verschiedenen Haartypen, haben wir zum einen schon ein Video dazu. Das können wir euch in der Infobox noch verlinken. Ansonsten fragt uns gerne, ruft uns an, schreibt uns eine Mail und wir würden uns freuen, wenn ihr das Video liked, einen Kommentar da lasst, es teilt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Servus!